Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder bei mir einschaltet. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig genial. In diesem Video habe ich mal Gäste aus Schwäbisch Gmünd hier, und zwar die Nubert Nubox B60. Und da schauen wir doch in diesem Video mal, was der Lautsprecher so kann, was ihn auszeichnet und für wen das vielleicht was ist. Also bleibt doch einfach dran, das wird spannend. Los geht's, euer Speaker Schocker. Aber kurz etwas zu Nubert selbst. Nubert ist 1975 von Günter Nubert gegründet worden und hat seinen Sitz, wie gerade angesprochen, in Schwäbisch Gmünd. Nubert hat sich seit jeher verschrieben, HiFi-Komponenten zu bauen, die die Audioaufnahme so natürlich wie möglich wiedergeben. Dazu werden viele Komponenten in Schwäbisch Gmünd entwickelt und viele davon auch in Deutschland produziert. Und jetzt schauen wir uns doch die Nubert B60, die neue Auflage der Nubox-Serie, doch einfach mal genauer an. Designmäßig hält der Lautsprecher sich eher zurückhaltend. Es ist ein einfach gebauter Lautsprecher, aber wer Nubert hier und da schon mal gesehen hat, erkennt auf jeden Fall anhand der Chassis, alles klar, das ist auf jeden Fall ein Nubert-Lautsprecher. Wie gesagt, der Lautsprecher ist relativ einfach aufgebaut, aber Verarbeitungsmängel oder sowas, das passt alles, hier habe ich nichts zu meckern gefunden. Die Gehäuse gibt es hier in zwei unterschiedlichen Farbausführungen, das ist einmal Graphit-Schwarz und Weiß-Eisgrau. Die Farbkombination ist auf jeden Fall mal was ganz anderes als entweder komplett schwarz oder komplett weiß. Finde ich, das passt. Auch die Gehäusestabilität passt wunderbar. Hier gibt es nichts zu bemängeln. Wer hier die Technik sieht, kann direkt schon erahnen, was hier klanglich so losgeht. Das fällt auf jeden Fall schon mal auf, dass wir hier im Bassbereich auf jeden Fall ein bisschen was erwarten dürfen. Wer das Ganze allerdings ein bisschen verstecken möchte, der kann einfach hier die magnetisch halteren Schutzgitter drauf tun und dann sieht man die Technik auch schon nicht mehr und weiß gar nicht und ahnt auch erst gar nicht, was hier klanglich so losgeht. Aber dazu gleich im Soundcheck mehr. Der Nubox B60 Lautsprecher hat eine Höhe von 88,2 cm, eine Breite von 22,2 cm und eine Tiefe von 29,6 cm, wenn er auf dem mitgelieferten Sockel steht. Damit bringt er ein Gewicht von 18,3 Kilogramm auf die Waage. Also für die Größe ist es ein ordentliches Gewicht. Der Lautsprecher ist aufgebaut wie ein 2,5 Wege Standlautsprecher in einem Bassreflexsystem. Hier oben ist die 26 mm Seiden-Hochtonkalotte. Die Basis von diesem Hochtöner ist der Hochtöner aus der Nubert Nu-Line-Serie, wurde hier aber für dieses Modell nochmal weiterentwickelt. Darunter haben wir dann zwei 150 mm Langhub-Tiefton-Chassis mit einer Polypropylen-Membran. Und mehr ist an der Front auch nicht mehr zu begutachten. Auf der Rückseite haben wir dann lediglich noch die Bassreflexöffnung und das gut verarbeitete Anschlussterminal. An der Unterseite befinden sich 4 Gewinde, dort können wir dann den mitgelieferten Sockel mit dem Lautsprecher verschrauben. Werkzeug ist im Lieferumfang mit enthalten. Mit dabei legt Nubert die passenden Schrauben, wie angesprochen das Werkzeug, sogar Lautsprecherkabel ist dabei, wobei Nubert hier sagt, das ist nur zu einem Notfall oder einem Übergang, falls man noch kein richtiges Lautsprecherkabel zu Hause hat. Auch 4 Gumminüpsis dürfen hier nicht fehlen und die Bedienungsanleitung ist selbstverständlich auch am Start. Die verbaute Technik ermöglicht es, den Lautsprecher einen Frequenzgang von 35 bis 24.000 Hertz wiederzugeben. Und 35 Hertz, das ist für die Größe des Lautsprechers auf jeden Fall schon mal eine heftige Ansage. Und da war ich ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, auch ein bisschen skeptisch. Aber wenn wir uns jetzt hier mal die Messung im Raum ansehen, dann können wir hier tendenziell sehen, alles klar. Unter 40 Hertz, da geht auf jeden Fall schon was los. Und hier habe ich auch wieder den Buckel hier bei 50 Hertz, aber das ist hier so in einem Raum bei einem Bassreflexsystem, das ist einfach mal so, müssen wir nicht ganz genauso hinsehen. Aber wenn wir da mal den weiteren Frequenzverlauf des Lautsprechers sehen, dann kann man hier doch mal ehrlich sagen, ja, der Lautsprecher spielt relativ neutral. Ich habe jetzt hier nicht irgendwo einen Buckel, wo irgendwo was überhöht ist oder wo irgendwo was fehlen würde. Hinten könnte man meinen, der Hochtöner gibt doch noch ein bisschen mehr Gas, aber ich persönlich finde das immer sehr schön. Wer den Lautsprecher zum ersten Mal hört, den erwartet das Unerwartete. Denn man erwartet wirklich nicht, dass der Lautsprecher so ein gutes Bassfundament von sich gibt und einfach mal in den Raum reingibt. Das ist jetzt nicht irgendwie übertrieben, aber der Lautsprecher spielt doch schon relativ tief, so dass man das eigentlich eher gewohnt ist in Verbindung mit einem Subwoofer. Schön ist auch,
wie der Lautsprecher einzelne Klänge und Töne separieren kann, je nachdem wie es aufgenommen ist. Ich habe die Lautsprecher auch mal gerne bei einer Sendung oder so gehört, gerade bei einer Comedy-Serie oder so ist mir das aufgefallen. Da hat man das ja oft so, die Stimmen kommen von vorne und die Lacher, die zum Teil vom Publikum selber kommen oder reingeschnitten werden, die kommen ja dann irgendwie von der Seite oder teilweise auch von hinten. Und das kriegen die Lautsprecher sehr schön separiert. Die Stimme bleibt vorne und die Lacher werden dann irgendwie in den Raum verteilt. Das finde ich schon mal ganz klasse. Bei Musik ist es fast schon ein bisschen zu gut gemeint. Der Lautsprecher spielt eine schöne große Bühne, aber er könnte doch ein kleines bisschen, meiner Meinung nach für meinen Geschmack, ein bisschen direkter spielen. Aber dafür stresst der Lautsprecher dich in gar keinster Weise, sondern bringt direkt meiner Meinung nach einen Riesenspaß zum Musik hören. Er geht nicht ins Analytische rein, bringt aber trotzdem eine Menge Details mit sich, ohne dabei, wie gesagt, stressig zu werden. Egal bei was für einer Lautstärke. Apropos Lautstärke, da komme ich hier bei der Größe bei dem Lautsprecher tatsächlich an die Grenzen des Lautsprechers. Das ist nicht unbedingt immer fein, aber ein Überlastungsschutz ist bei dem Lautsprecher integriert. Das ist eine tolle Sache. Schön ist es, wie die Höhen, die Bässe und die Mitten auch zusammenarbeiten. Und ihr seht ja, dass zum Beispiel der Hochtöner nicht unbedingt auf meiner Ohrhöhe ist. Und da war ich auch ein bisschen skeptisch erst, wie könnte das denn hinhauen? Aber bei der Entfernung und aufgrund des Abstrahlwinkels und Abstrahlcharakteristik des Hochtöners oder des gesamten Lautsprechers ist es gar kein Problem. Man stellt es vorne an die Front hin und direkt, es hat einen raumfüllenden Klang. Man hat nicht das Gefühl, dass der Lautsprecher jetzt irgendwie zu niedrig ist. Ich müsste den jetzt irgendwie auf den Podest oder sowas stellen. Das kommt erst gar nicht auf. Problematisch könnte es aber dann tatsächlich beim Bass sein. Wir haben ja das Bassreflexrohr hinten angebracht und die feuern hinten nochmal richtig den Bass raus. Obwohl Bass sich eigentlich kugelförmig ausbreitet, ist es aber irgendwie so mir aufgefallen, dass die hinten raus nochmal richtig Gas geben. Und das könnte zum Problem werden, wenn ihr da eine Wand habt oder sowas, die jetzt nicht unbedingt die geilste ist und dahinter wohnt dann direkt der Nachbar, der nicht unbedingt musikalisch der größte Freund oder sowas ist, dann könnte das ein Riesenproblem werden. Generell mögen die Lautsprecher Musikstücke, die detailreich sind und auch viel Dynamiken haben, gerade auch im Bassbereich. Kickbass oder so, das versuchen sie zwar, aber da gibt es andere Lautsprecher, die kriegen das einen Ticken besser hin als diese hier. Dafür, wie gesagt, kommen die schön im Bass mit runter, ohne dass der Bass jetzt irgendwie matschig oder so wirkt. Das habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, obwohl sie wirklich auch tief spielen können. Haben wir hier wieder einen sehr schönen Kompromiss gefunden, dass es jetzt, wenn es tief runter geht, dass es dann irgendwie matschig oder so klingt. Habe ich hier nicht so das Gefühl. Allerdings, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Mental is Anything, Live It Up, das Lied ist nicht unbedingt bassstark oder sowas. Da hört sich das hier bei den Lautsprechern ja ein bisschen dünn an, will ich jetzt mal sagen. Da gibt es auch andere Vertreter, die das bestimmt besser können. Was die Lautsprecher überhaupt nicht leiden können, sind irgendwelche MP3-Dateien, die schlecht aufgenommen oder einfach ein schlechtes Format haben, die sich einfach schlecht anhören. Wo andere Lautsprecher das vielleicht noch ein bisschen, ich sag mal, gerade bügeln oder sowas, sagen die direkt, nee. Das hört sich scheiße an, löscht das Lied, besorgst ihn neu in einer besseren Qualität. Da sagen die direkt, nee, komm, das hört sich total beschissen an. Ist mir auch tatsächlich schon bei den anderen Nubat aufgefallen, den Nubat A125, die ich schon mal hier hatte. Da war das nämlich der ähnliche Fall. Und damit ihr euch einen kleinen, aber feinen Eindruck machen könnt, wie die Lautsprecher hier so tendenziell klingen, habe ich auch hier wieder einen kleinen Soundcheck für euch vorbereitet. Setzt dazu am besten eure Kopfhörer auf, denn auch dies ist wieder eine 3D-binaurale Aufnahme. Also Lautsprecher nach vorne, Mikrofone auf den Platz und los geht's.
Trying to find some balance in my life. I never really put up a fight, and now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I slow it down. Come tell yours if you want it. And breathe the light, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. Slow it down. Come tell yours if you want it. And breathe the light, 'cause those ups and those downs is what makes it worth it. I never left a stone unturned. Trying to find some love in this crazy world. I feel like I was never hurt. All I wanted was to be loved. All I wanted was to be loved. What makes it worth Also da geht einiges. Das überrascht mich immer wieder, wenn ich mit den Lautsprechern Musik höre, was da doch für ein Volumen einfach rauskommt. Und das ist schon eine recht interessante Sache. Da habe ich schon andere Standlautsprecher da gehabt und gehört, im selben Preissegment, die das nicht so hinbekommen haben. Wie gesagt, generell sind die Lautsprecher Popmusik gar kein Problem, Dance, Techno, sowas, alles gar kein Thema, machen die gerne. Auch klassische Musik, wenn da mal der Kontrabass oder sowas kommt, das kriegen die sehr schön hin. Auch feinste Sachen oder so, die werden auch schön vom Hochtöner losgelöst und in den Raum reingegeben. Auch so kleinste... Kennt ihr vielleicht Una Meinecke, die Tänzerin? Da ist auch so eine Situation in dem Lied so... Wie der Hochtöner das einfach nur in den Raum gibt. Auch macht einen Riesenspaß. Der Lautsprecher generell macht einen Riesenspaß. Ist nicht der analytischste, aber dafür stresst er auch auf gar keinen Fall. Aber liebe Leute, jetzt seid ihr in der Reihe. Schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von Nubit oder generell. Vielleicht habt ihr ja schon mal die Nubox B60 gehört. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann bin ich auch schon am Ende dieses Videos. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert auch direkt diesen Kanal. Dann würde es mich nämlich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's bis dahin gut, bleibt mir gesund und munter. Bis dahin, euer Speakershocker. Tschüss. Ach, da oben sind noch 2 andere Videos und hier unten könnt ihr mich abonnieren.